Ausfahrt aus Christianshafen. Wir warten jetzt hier bei der Brücke auf einen Brückenwärter, der hoffentlich um 10 Uhr kommt. Da ist sein Häuschen. So, Christianshafen Ade. Dann der Neuhafen und da die neue Brücke, Fußgängerbrücke. Und wir gehen jetzt hier nordwärts vom Hauptfahrwasser. Da sind jetzt immer arbeitslos gewesen. Dann noch Salz vor. Zweig hat so. Innen. Wir sind heute auf dem Weg nach Helsingør. Wir geniessen das ruhige Segeln bei schönstem Wetter. So, hier hinten Segelregatta vor Kopenhagen. Die ganz Grossen sind natürlich schon weit voraus. Da viel Schiffverkehr. Das Dampfschiff SS Bjorni mit Zielhafen Helsingør Souvenir. Kurz vor dem Ziel können wir ein bisschen segeln. Wir kreuzen jetzt vor dem Wind kreuzen, auf Sicht. Und da im Hintergrund sehen wir bereits Helsingør. Schloss Kronborg von Helsingør. Und direkt hinten dran liegt der Yachthafen. Am Zügel. Ja, wir sind jetzt in 1,5 Stunden unterwegs. Auf dem Weg nach Anholt. Ein 55 Seemeilenschlag. Wir haben heute eher einen schwachen südöstlichen Wind. Und er ist jetzt ein bisschen aufgekommen. Wir haben jetzt etwa 8 Knoten und haben jetzt zum ersten Mal den Spinnaker gesetzt. Ja, der Speed darf noch ein bisschen besser werden. Aber für den Moment ist es okay. Wie ein Wagenlenker, bei einem römischen Wagenrennen. Mindestens 12 Ross dran. Aber sie sind noch ein bisschen müde gerade. Wir segeln heute nach Anholt im Kattegat. Es ist eine von unseren längsten Trips in diesem Sommer. Sie dauert vom Morgen am 7 bis am Abend um 7:30, also insgesamt 12,5 Stunden. Die unbändige Kraft von diesen Segeln bändigt vom Wagenlenker im Heck. Wunderschöner Tag. Trotzdem, als wir ein bisschen mehr Wind hatten. Vom Skipper eigenhändig zubereitet. Während der Fahrt.
Sehr fein. So, wir sind jetzt seit 8 Stunden unterwegs. Es sind immer noch 22 Seemeilen bis auf Anholt. Und wir haben zwischendurch nach 3 Stunden Motoren, weil es lauter war. Jetzt haben wir den Wind wieder rübergekommen. Wir haben zwar nur etwa 7 bis 8 Knoten Wind. Leicht räumlich, aber es langt, dass wir jetzt mit einem leichten Anwindkurs, scheinbaren Wind, da mit gut 5 Knoten auf direktem Kurs Richtung Anholt segeln können. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und der Hans Otto tut da unseren Geno-Strumpf, den Reissverschluss, der langsam aus der Näht geht, wieder flicken. Probieren. Abend um 5 Uhr, 10 Stunden auf dem Wasser. Und da hinten ist die Insel Anholt in Sicht. Wir müssen jetzt hier im Süden wegen Untiefen mit einigem Abstand vorbeifahren, bevor wir dann mehr nach Norden abbiegen vor die Hafeneinfahrt. So, nach dem Einsatz als Segelmäher wieder an der Pinne. Ansteuerung von Anholt am Abend um 7 Uhr. So, angekommen in Anholt. Ihr seht, der Hafen ist ziemlich leer. Im Sommer, in der Hochsaison, liegen da bis zu 700 Boote in diesem Hafen drin. Liegeplätze hat es aber eigentlich nur 250. Wir gehen jetzt hier mit dem Velo die Insel ein bisschen erkundigen. Schauen wir, ob das funktioniert. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Ostspitze von Anholt. In diesem Teil hat es keine Wälder mehr. Das ist alles abgeholzt worden. Strassen hat es auch keine mehr. Und wir können jetzt an diesen Velo einiges zumuten und uns auch. Anholt ist der sonnenreichste Fleck Dänemarks. Entsprechend hat es auch am wenigsten Niederschläge. Der Osten der Insel ist quasi eine Wüste. Wir sind schließlich im Sand stecken geblieben und mussten umkehren. Stattdessen sind wir Anholt bei ein gemütliches kleines Dorf mit verstreut liegenden Häusern anschauen. Wir sind hier in Anholt-Dorf. Anholt, die Kattegat-Insel, ist eine Schöpfung aus der Eiszeit. Jeder, der in der Ostsee segelt, will einmal nach Anholt. Hat er es geschafft, ist das quasi der Ritterschlag vom Ostseesegler. Genau. Admiral Urs zeigt, wohin es geht.
Varberg. Heute komplett andere Bedingungen. Wir haben jetzt Windstärke 4 bis 5 aus West und Regen. Und dann ist der Ablösen im Cockpit draussen. Wir kommen gut voran, wir haben einen tollen Speed. Und haben jetzt einfach etwa die Hälfte der Strecke hinter uns. 4 Stunden sind wir unterwegs, aber wir werden eigentlich 4 Stunden haben. Wir sind gerade dabei, eine Seestrasse zu überqueren. Und man sieht da von hinten einen kommen, aber dem sind wir jetzt auch gerade vorbei. Ich glaube, gut sind wir heute im Hafen. Oder irgendwo in einer Ankerbucht. Jetzt ist es gerade morgen um 3. Da, eingeweht in Varberg. Jetzt Nacht um 3. Ist ein Nordweststurm mit Böen bis zu 35 Knoten reingekommen. Und wir sind noch nicht sicher, ob wir heute auslaufen. Und jetzt gehen wir uns auf ein spezielles Gabel verpflegen. Vor allem ist es auch sehr kalt heute Morgen. Es ist schon 8 Grad Temperatur und es tut sich anfühlen wie 3 Grad Celsius. Vor 2 Tagen haben wir noch 20 Grad Celsius gehabt. Also ist eigentlich der Unterschied jetzt hier da. Wegen dem schlechten Wetter sind wir schliesslich im Hafen geblieben und haben uns Varberg angeschaut. Hier die Festungsanlage von Varberg. Der Leckage von unserem Boot sind wir auf der Spur. Da sind wir beim Abdichten von der Springklampe. Die Schrauben haben wir einfach rausgenommen. Jetzt wollen wir es nachher frisch einsetzen und abdichten. Unsere erste Ankerbucht auf diesem Trip zwischen den Inseln Ramnö und Windö, nördlich von Varberg und südlich von Göteborg. So, wieder ein bisschen üben nach einer langen Winterpause. Ja, Insel Ramnö, das als Seefahrzeichen und einfach eine sensationelle Schärenlandschaft.
Ansteuerung von Itretistlana, vorgelagerte Felseninsel, hier an der Festküste, kurz vor Göteborg. Das kann man nur bei schönem Wetter machen. Und weil wir heute nur 1 bis 2 Boote vorhaben, gehen wir das uns mal anschauen hier unterwegs. Jetzt sind wir hier angekommen und vor Anker gegangen. Kaffeehalt hier in Itretistlana. Kustbackerit. 2 wunderbare Kräpfchen, die wir jetzt hier schnabulieren. Ja. Da direkt auf dem Weg nach Göteborg. Göteborg mit dem Turm. Einfahrt nach Göteborg. Hier die erste Brücke von Göteborg. Durchfahrtshöhe 45 Meter. Wir brauchen ca. 15 Meter, sollte also lange.